Mal war ich im Białowieża-Wald, welches als der letzte Urwald Europas zählt. Und dieser Urlaubsbericht wird ein bisschen anders sein, wie das, was ihr sonst immer von mir gewohnt seid. Dieses Video wird vielleicht ein bisschen mehr was für Naturfreunde sein. Ich werde da auch hin und wieder mal ein paar Sachen erzählen und erklären. Und ja, ich werde auch, wie sonst immer bei meinen Urlaubsberichten, unten in der Ecke zu sehen sein. Ich werde dort hin und wieder auftauchen und einfach mal das ein oder andere erzählen, was wir in dem Moment auf dem Bild sehen. Dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Bisonreservat und wir sind schon wirklich ganz gespannt, wie das dort alles aussehen wird. So wie ich gehört habe, dient dieses Reservat dazu, die Bisone dort zu züchten, um die später auch wieder in die Freiheit rauszulassen, damit die Population der Bisone hier in der Umgebung Białowieża wieder wachsen tut. Ja, dann sage ich mal, bis gleich. Also man muss auch sagen, man fährt ständig mitten durch den Wald, wie wir das jetzt hier auch sehen. Ja, und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit würdet ihr meine Arbeit wirklich sehr unterstützen. Hier am Eingang vom Reservat und ja, ich zeige euch hier mal etwas ganz Interessantes, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Also man hat hier ganz normal die Möglichkeit, hier sein Fahrrad abzustellen, ja, und da man mit dem Hund ins Reservat nicht rein darf, hat man hier auch noch eine Abstellmöglichkeit für den Hund. Also das sieht im Prinzip so aus. Ja, das ist sowas in der Art, ja, wie soll man das nennen? Hundezwinger vielleicht, irgendwie sowas. Anders würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ja, also wie gesagt, für mich sieht das ein bisschen kritisch aus, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also dann würde ich lieber hier erst gar nicht hingehen mit dem Hund, anstatt meinem Hund hier in der, muss man auch sagen, in der Sonne irgendwie 2 Stunden drinnen zu lassen. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob das so toll für den Hund ist, aber okay. Ja, wir sind jetzt im Reservat drin. Der Eintritt kostet 20 Zloty pro Person. 20 Zloty sind ungefähr 4,50 € Und ja, auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, sieht das hier ein bisschen aus wie ein ja, Tierpark, würde ich das jetzt mal so nennen. Ich kann vielleicht ja auch mal ein bisschen zeigen. So, hier haben wir Pferde, dann haben wir hier einfach irgendwelche Gehege. So würde ich das jetzt einfach mal so nennen. Und ich muss jetzt auch mal sagen, hier ist es ganz schön leer. Hier hat man wirklich kaum Leute. Aber ja, wir gehen einfach noch ein bisschen und dann schauen wir einfach mal, was uns hier gleich noch alles so erwartet. Wer mir auf Instagram nicht folgt, kann das auch gerne machen. Würde mich sehr freuen. Ich packe da mal hin und wieder ein paar private Bilder meiner Seite rein. Ja, wie schon gerade erwähnt, für mich sah das Reservat ein bisschen aus wie ein Tierpark. Es sind jetzt nicht viele Tiere, die man sich dort anschauen kann. Das sind halt wirklich nur die Tiere, die es auch in dem Wald gibt. Und ja, aber ich erzähle da noch ein paar Worte dazu. Ich habe ja eine ganz interessante Informationstafel entdeckt zu dem ganzen Białowieża-Wald. Aber was ich hier am interessantesten finde, ist eigentlich der Abschnitt hier unten, was zu 2009 steht. Und zwar steht hier, dass im Jahr 2009 die Population aller Bisone auf ca. 4000 Stück waren, wovon alleine wirklich 1100 in Polen lebten. Und ab dem Jahr 2021 ist die Population der Bisone auf ca. 2100 Bisone angewachsen. Also das ist schon echt der Wahnsinn, wenn man das so hört, dass 2009 über 25% aller Bisone weltweit nur hier in Polen lebten. Also ich finde, das ist auf jeden Fall Wahnsinn, ne? Wenn man sich das so anhört, ja, das klingt schon irgendwie merkwürdig, ne? Aber ich finde das schön, dass die Population jetzt sogar noch weiter angestiegen ist auf über 2000 Bisone. Ich glaube, weltweit müssten das jetzt auch ungefähr um die 6000 sein. Das ist schon echt der Wahnsinn.
eine Aussichtsplattform, wo man jetzt von hier aus zum Beispiel hinausschauen kann. Zeige ich mal hier. Und dann sieht man hier die, zum Beispiel die Wisente und andere Tiere, wenn die hier eventuell gerade rumlaufen, dann kann man die von hier aus beobachten. Und hier ist auch noch mal ein Schild aufgestellt. Das ist jetzt hier nur in Polnisch geschrieben. Ich kürze das einfach alles mal hier kurz ab. Auf diesem Schild steht jetzt hier, dass die Tiere in, ja, wie soll man das sagen, Halbnatur leben. Und deswegen kann das auch sein, dass zum Beispiel auf einer Seite, so wie jetzt hier, die Wisente ganz normal leben und hier am Grasen sind und hier zum Beispiel auf der anderen Seite das Feld hier komplett leer ist, weil die wollen das hier wirklich so naturell wie möglich machen. Und diese Seite der Fläche ist jetzt zum Beispiel am Wachsen, hier wächst jetzt dann das ganze Gras. Ja, und wenn das dann groß genug ist und hier alles weggefressen ist von dem Gras, tauschen die Wisente von diesem Gehege in das nächste Gehege. Und ja, genau, das ist ja auch der Grund, warum die hier schreiben, dass es möglich sein kann, dass einige Gehege leer sind einfach. Ne? Genau. Seid bitte nicht verwirrt, wenn ich hin und wieder Wiesent sage und hin und wieder Bison sage, weil Wiesent ist ist der europäische Bison. Nur, dass ihr dann Bescheid wisst. Ich sage das mal so und mal so. Oder auch auf einmal ein Marder, der da plötzlich rumgelaufen ist. Sehr witzig. Und ab über den Zaun. Ja, ich habe jetzt hier noch mal eine ganz interessante Karte gefunden, um euch das vielleicht noch ein bisschen näher zu bringen, wie groß hier eigentlich dieses ganze Gebiet ist. Also Moment, ich versuche mal einen Schritt zurückzugehen, um die ganze Karte auch zu filmen. Also hier haben wir auch noch mal eine ganze komplette Übersicht von dem Ganzen. Um euch das jetzt vielleicht auch noch mal zu zeigen, wir müssen ungefähr hier sein. Hier ist dieses Bisonreservat. Ja? Hier ist Hajnówka. Hajnówka ist quasi die, ja, würde ich jetzt mal sagen, die Grenze zu diesem ganzen Wald hier. Unser Hotel müsste auch, oder beziehungsweise Apartment müsste ungefähr hier sein. Und das ist hier der ganze Białowieża Nationalpark, den man auch besuchen kann, der sich hier natürlich dann hier auch noch weiterzieht zur weißrussischen Seite. Also hier haben wir auch die Grenze zu Weißrussland und der Białowieża Nationalpark ist auf der weißrussischen Seite meines Wissens nach sogar noch größer. Und wer den Nationalpark besuchen will, muss dann hier in diesen kleinen Park hier reingehen, der hier zu sehen ist. Von dort aus muss man sich dann einen Reiseführer buchen. Und der geht dann mit einem hier dieses Waldstück hier und dann kann man hier einen Teil des Nationalparkes besuchen. Der ist auch nur betretbar mit dem Reiseführer. Also alleine darf man da nicht reingehen. Da sind auch, ja, wie gesagt, auch teilweise wilde Tiere wie Wölfe, Elche oder halt die Bisone. Und ich denke, der Reiseführer wird da auch bestimmte Wege kennen oder sichere Wege, wo man, ja, sage ich jetzt mal, ganz normal spazieren gehen kann, ohne dass da irgendetwas passiert. Ja, aber wie gesagt, ich wollte euch das nochmal zeigen, wie riesig das hier überhaupt alles ist. Also das ist hier schon echt der Wahnsinn. So viel Natur auf einer Stelle. Hier sehen wir die Bisonpopulation vom 11. Jahrhundert vor Christi bis zur heutigen Zeit. Schaut euch das mal an. Das ist echt der Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt hat. Hier oben haben wir auch halt diesen roten Punkt, der zeigt dann auch gerade in welchem Jahr wir sind. Ich habe das unten auch nochmal hingeschrieben, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Und man sieht, umso näher man der Zivilisation kommt, umso kleiner wird die Population. Das ist echt Wahnsinn. Eigentlich sogar echt erschreckend. Ne? Also, ja. Ein wenig traurig. Ich habe jetzt auch nochmal aufgezeigt, was der Unterschied zwischen einem amerikanischen Bison, wie wir das hier sehen, ist und einem europäischen Bison. Das sind quasi die, die hier leben. Und Moment, ich zeige das vielleicht auch mal so. Hier haben wir dann schon mal das so ein bisschen bildlich dargestellt. Das ist hier aufgemalt. Ich versuche mal vielleicht ein Stück zurückzugehen, um das vielleicht besser zu erkennen, um das vielleicht besser zu zeigen. Da haben wir hier schon mal so die ersten Merkmale. Wenn wir jetzt näher dran gehen, sehen wir auch
ja, den Unterschied hier quasi hier zur linken Seite haben wir den amerikanischen Bison, zur rechten Seite hier den europäischen Bison und dann haben wir das hier auch nochmal hier so alles detaillierter aufgeklärt, was zum Beispiel die Größe angeht, was das Gewicht angeht und weitere Merkmale. Finde ich sehr interessant. Jetzt am Białowieża Nationalpark und ich zeige euch einfach mal, wie wir hier reingehen. So, das ist hier der Białowieża Park Narodowy auf Polnisch und wir gehen jetzt einfach mal rein. Der Eintritt ist auch kostenlos, kostet gar nichts. Ja, genau. Also der Białowieża Park, den wir jetzt sehen, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie einfach ein großer Park, wo man spazieren gehen kann. So, hier haben wir auch Schilder und wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg hier ins Museum und da gehen wir jetzt in diese Richtung. So, hier haben wir jetzt im Hintergrund den Białowieża Nationalparkmuseum, wo wir auch gleich reingehen und später haben wir hier auch noch einen Aussichtsturm, den ich euch später auch noch mal zeigen werde. Wir versuchen noch später hochzugehen und dann werde ich euch auch noch ein paar Aufnahmen von oben natürlich zeigen. Und in diesem Museum ist das so, wie ihr gerade seht, habe ich Kopfhörer auf und dann geht man an verschiedenen Stationen und man hat, wie wir jetzt auch hier sehen, eine Fernbedienung und zum Beispiel, wenn man jetzt an Station 1 oder 2 oder welche Station auch immer ist, tippt man die Zahl ein und zum Beispiel, das ist jetzt hier die Station 1, sage ich mal. Man drückt dann die 1, sieht die Bisone dort und über die Kopfhörer hört man dann halt etwas über diese Bisone. Und da gibt es halt verschiedene Stationen und die kann man dann halt so durchgehen. Das ist auch in mehreren Sprachen. Gibt es das auch. Wir haben das jetzt in Polnisch gemacht, aber soviel ich weiß, gibt es das auch auf Deutsch, auf Englisch, Französisch. Also sehr, sehr interessant. So ein Durchgang im Museum dauert circa 1 Stunde. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, sind das, glaube ich, 26 oder 27 Stationen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oben auf einen Aussichtsturm in den Nationalpark. Und ja, man kann hier rumgehen. Ich zeige euch einfach mal, wie das hier drumherum alles aussieht. Dann können wir hier vielleicht mal so eine kleine Runde machen. Also das ist im Prinzip, wenn man im Museum ist, hat man den Aussichtsturm im Prinzip gratis im Preis mit drin. Ansonsten muss man dafür auch bezahlen, wenn man hier rein möchte. Und ja, wenn wir das jetzt hier auch mal sehen, hier, dann sieht man hier überhaupt, wie weit das hier alles ist, was für eine wahnsinnige große Fläche hier der ganze Wald hat. Das ist hier schon wirklich Wahnsinn. Sieht echt klasse aus. Ja. Warnhinweise, dass man Bisone treffen kann. Sehr interessant. Plötzlich so ein Bison auf der Straße. Und genau, wir fahren jetzt quasi in den Urwald rein, würde ich jetzt mal so sagen. Kann man das vielleicht so sagen? Wie gerade erwähnt, es sind auch Wanderwege, die durch den Urwald richtig reingehen. Ja, fahren wir jetzt gerade durch. Die Fahrt dahin ist auch nicht ganz leicht mit dem Auto. Die Straßen, die sind sehr, sehr, sehr wackelig, sehr hügelig. Man kann da überwiegend nur mit Schrittgeschwindigkeit oder höchstens im zweiten Gang wirklich langsam hinfahren. Aber das ist ein verdammt schöner Wald, sage ich euch. Also für Naturfreunde ist das echt 1A, wirklich. Heute mal ein bisschen durchs Reservat zu laufen und ich zeige euch auch mal hier auf der Karte, wo wir derzeit sind. Also hier haben wir jetzt die Karte, das ist jetzt hier das komplette Reservat. Wir sind jetzt hier oben im Prinzip, wo das steht, ja hier, also da sind wir.
Und es gibt hier im Prinzip 3 Wanderwege. Einmal haben wir hier den Carska Tropina. Ich denke, wir werden auch hier nach oben gehen zu Kozy Most. Schauen wir mal, was dort ist. Das soll eine sehr schöne Aussicht sein. Ja, und dann überlegen wir auch noch mal ein bisschen spontan, wo wir hingehen. Ich kann euch aber nur eins sagen, wir haben hier ein kleines Problem mit dem Telefon, wenn es darum geht, hoppala, vielleicht kann ich das zeigen, hier. Ja, das fokussiert jetzt nicht ganz zu 100%, aber wir haben hier wirklich keinen Empfang. Also hoffe ich mal nicht, dass wir uns irgendwie verlaufen werden oder sonst irgendetwas. Hier sind sogar auch Tiere, also es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass man hier vielleicht sogar einen Bison trifft, was hier, denke ich mal, seltener vorkommt. Aber hier waren noch Schilder, dass hier Bison herumlaufen. Gestern Abend habe ich bei mir aus dem Apartment auch Elche gehört, die ihren, wie sagt man das, Paarungsruf gemacht haben. Die waren dann ganz laut am Grüllen. Hat zwar nicht beim Schlafen gestört, aber daher weiß man, dass man hier ganz, ganz nah auch bei der Natur ist und bei den Tieren. So, wir haben uns jetzt entschieden, hier diesen Weg hier zu gehen, Carska Tropina, Kozy Most. Und dann schauen wir einfach mal, wo das uns hinführt. Also das ist hier der Weg, der Eingang. Und ja, mal schauen, vielleicht treffen wir ja wirklich einen Bison. Wenn wir einen treffen, dann hoffe ich nur, dass er friedlich ist. Also wie gerade erwähnt, mit dem Empfang ist es da wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Wir hatten sogar Probleme mit dem Navi dahin zu fahren über Google Maps. Wir mussten sogar Leute fragen, wie der Weg dahin geht. Also man darf sich da nicht verlaufen. Erste Auswahl, die Richtung zu wählen. Ich drehe mal die Kamera nach vorne. So, dann haben wir hier einmal Wieża Widokowa, Kozy Most zu dieser Seite hier. Und dann haben wir Carska Tropina zu dieser Seite hier. Wir werden erstmal wahrscheinlich zum Wieża Widokowa gehen. Ob wir Kozy Most besuchen, wissen wir noch nicht, aber ja, erstmal zu Wieża Widokowa und danach drehen wir um zu Carska Tropina. So, dann gehen wir mal. Hier einen Aussichtsturm entdeckt. Ich weiß nicht, ob man da hochgehen kann, aber ich denke schon. Hier steht auch etwas, dass das Monitor überwacht ist. Also um das vielleicht jetzt auch noch mal so zu verdeutlichen, ihr müsst mir überlegen, wie nah wir an Weißrussland sind. Ich hatte mein Handy-Empfang, der war komplett auf 0, aber ich habe weißrussischen Empfang gekriegt. Wir sind oben angekommen, ja, ein paar Treppen sind das. Ja, sind schon ein paar Meter. Schauen wir, aber hat sich gelohnt. Eine sehr schöne Aussicht von hier oben. Der Tropina bzw. dem Wanderweg. Und hier haben wir eine Information an Touristen, auch zweisprachig geschrieben. Ja, einfach nur, dass aufgrund von Unwetter zum Beispiel der Weg schwierig sein wird zu begehen und ja, dass man sich einfach nur darauf einstellen muss. Hier haben wir dann auch nochmal die Info, dass es sich hier um einen Wanderweg handelt. Ja, sogar mit Fahrrädern ist es anscheinend verboten, hier durchzugehen. Und nur zu Fuß darf man den Weg betreten. Genau. Dann gehen wir mal hier den Weg und ja, dann schauen wir mal, was uns hier alles erwartet. Was ich noch so sagen kann, ich finde es hier wirklich sehr schön. Was mir hier sehr aufgefallen ist, hier liegt so gut wie gar kein Müll auf diesen ganzen Wegen rum.
Wenn man zum Beispiel irgendwo in den Bergen ist, hat man manchmal so Abschnitte, wo man einfach sieht, dass da Spuren von Touristen sind. Und wenn das dann auch irgendwie, was weiß ich nicht, was Klopapier ist, Taschentücher, teilweise sogar leere Flaschen oder Dosen, finde ich manchmal so ein bisschen traurig. Ich denke, wenn man schon einen Weg geht oder in den Wald geht, spazieren geht und man so etwas Schönes hat, die Natur einem so etwas Schönes gibt, dann sollte man das alles auch ein bisschen mit Respekt behandeln. Und ja, es genauso sauber hinterlassen, wie man reingekommen ist und nicht einfach wahllos den Wald verschmutzen, denn davon hat niemand irgendetwas. Das ist meiner persönlichen Meinung nach einfach nur eine Sauerei. Ja. Aber hier ist das wirklich sehr sauber, hier findet man überhaupt gar keinen Müll. Das finde ich echt klasse, auf jeden Fall super. So, dann gehen wir weiter und schauen mal, was uns hier alles eventuell noch begegnet. Man sieht doch einfach, dass es ein sehr, sehr, sehr alter Wald ist. Also wirklich, ich kann das nur noch mal wiederholen, zur Erholung, spazieren gehen, ist das wirklich ein sehr toller Ort. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Hier aus dem Bilderbuch. Ja, hier haben wir jetzt ein interessantes Schild entdeckt. Wir gehen mal näher ran. Und zwar steht hier Ostoja Zwierzyny Wstęp wzbroniony. Das heißt so viel wie, ja, dass man hier jetzt auf jeden Fall nicht lang gehen darf. Das ist verboten. Aus dem Grund, das ist ein, ja, wie soll man das sagen, ein Gebiet, wo sich halt sehr viele Tiere aufhalten. Und das wird dann auch einfach der Grund sein, warum man hier nicht lang gehen darf. Man will ja auch die Tiere hier nicht stören. Vielleicht hat das auch was mit der eigenen Sicherheit zu tun, dass man hier nicht Tiere begegnet, die eventuell einen auch angreifen können, was natürlich dann auch verständlich wäre. Weil, wie schon ein paar Mal erwähnt, hier im Wald Białowieża haben wir Bisone, haben wir hier Elche, die auch, wenn sie sich bedroht fühlen, angreifen können. Und ja, auch teilweise Wölfe, aber ganz, ganz wenig nur, so wie ich gehört habe, um die 50 Wölfe. Und ja, das muss man natürlich dann auch respektieren. Und ja, wir bleiben weiterhin auf den offiziellen Wanderwegen, um hier auch keine Probleme irgendwie zu machen. Und ja, wir wollen auch natürlich sicher nach Hause ankommen. Ne? Deswegen, ja. Was ich sagen kann zu diesem Thema ist, ich habe vor kurzem im Internet gelesen, dass ein Mann im Jahr 2020 hier in dem Białowieża Wald von einem Bison angegriffen wurde. Und ja, das ist natürlich nicht für den Mann gut ausgegangen, war ein 60-jähriger Mann. Und er ist mit ganz, ganz, ganz schweren Verletzungen ins Krankenhaus gelandet. Ich habe auch nicht weitergelesen, wie das passiert ist, ob es reiner Zufall war. Aber hier an dieser Stelle kann ich auch nochmal jeden ganz, ganz nah ans Herz legen. Wenn ihr irgendwo in irgendeinem Wald seid und ihr kennt die Gegend nicht, haltet euch immer an die Warnhinweise, sowas, was ich euch gerade gezeigt habe, dass man diese Gebiete nicht betreten darf. Ich weiß, einige haben so ein Adrenalin, ja, die wollen das unbedingt sehen und das erleben. Haltet euch bitte an die Warnhinweise. Das geht in den meisten Fällen nicht gut für euch aus. Ihr müsst überlegen, im Zoo oder sonst irgendwo, die Tiere, die sind an den Menschen gewöhnt. Ja, die greifen euch in der Regel nicht an, weil die tagtäglich 1000 Leute sehen. Aber hier im Wald, das sind wilde Tiere und die können immer einen angreifen. Mitten im Wald sehen wir dann jetzt auch, hier haben wir so tolle Stege, die man auch durchlaufen kann. Wirklich sehr schön. Ich habe auch manchmal meine 5 Minuten. Ein Schild. Białowieski Park Narodowy. Und das ist hier der Kozy Most. Und ich muss ehrlich sagen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich war ein bisschen enttäuscht davon, weil das wird ja auch hier als Touristenattraktion angeboten. Und es ist eigentlich nur eine Brücke.
Ich weiß nicht, ob die irgendeine besondere Bedeutung hat, aber es ist wirklich nur einfach eine Brücke. Und das war's. Und ich dachte mir, okay. Hier haben wir jetzt nochmal ein Schild, dass wir im Białowieski Park Narodowy sind, also das heißt im Nationalpark Ostoja Żubrów. Ich weiß nicht, ob man da gleich lang gehen kann, ich glaube schon. Schauen wir mal, was es dort zu sehen gibt. Das wird ein Gebiet sein, wo anscheinend die Bisone leben. Und hier, das ist hier auch etwas Tolles, was ich hier schon an einigen Stellen hier im Wald gesehen habe. Hier haben wir so, ja, so Blätter, die sind natürlich aus Plastik. Und dann ist hier auch gezeigt, was für Tiere hier in dem Wald leben. Und ja, da kann man sich ja auch die gewissen Informationen dazu holen. Ist alles auf Polnisch und Englisch beschrieben. Dann hat man hier auch was zu lesen und kann man sich dann hier auch erkundigen zu dem Ganzen hier. Hier sind wir jetzt in dem Ostoja Żubrów. Und dieses Ostoja Żubrów, das ist halt, wie schon gerade erwähnt, ein Platz, wo man eventuell Bisone sehen kann. Ja, das ist hier im Prinzip so eine Futterstelle für die. Ich kann das hier vielleicht mal zeigen. So sieht das hier alles aus. Ja. Man soll auch nicht hinter dieser Barriere gehen. Und ich zeige das hier auch nochmal. Wenn wir jetzt hier so hinschauen, ich versuche mal ranzuzoomen, um das vielleicht besser zu zeigen. Hier sind so Heuballen. Die kann man von hier aus sehen. Gut, dass ich herangezoomt habe. Und das ist alles so gedacht, dass wir hier einen Aussichtsturm haben. Eher eine Plattform. Sorry für den Versprecher. Von diesem Aussichtsturm kann man dann die Bisone beobachten, falls hier welche sind. Vielleicht sehen wir jetzt auch gleich irgendwo einen. Ich zoome mal näher dran. Ne? Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir sehen einen. Aber ich denke, es ist hier nichts zu erkennen. Ne, man sieht hier nichts. Keine Bisone. Und hier haben wir auch eine Informationstafel. Hier sind auch noch mal so ein paar Infos geschrieben. Und hier steht dann auch noch mal, dass eigentlich der Winter der beste Zeitpunkt ist, die Bisone von hier aus zu beobachten. Das hat zwei Gründe. Im Winter ist hier alles kahl. Dadurch hat man zuerst eine weitere Sicht. Und zum Zweiten ist das so, dass Bisone sich sehr viel, zumindest zur Sommerzeit, vom Grün einfach ernähren. Und das haben die ja jetzt hier überall. Also die haben jetzt nicht das Bedürfnis, hier hinzukommen und an dieser Futterstelle zu gehen, um sich hier das Futter zu holen, weil die einfach genug jetzt zur Sommerzeit hier in der freien Natur haben. Aber ich finde, das ist hier eine ganz tolle Stelle. Ja, vielleicht hat man ja irgendwann mal das Glück, hier hinzukommen. Vielleicht hat ja jemand von euch das Glück, hier hinzukommen. Und ja, vielleicht mal wirklich durch Zufall hier einen Bison zu treffen, weil hier hat man den Bison wirklich in der freien Natur und man kann den wirklich von hier aus dann beobachten. Ja, wir sind jetzt wieder an unserem Anfangspunkt angekommen, nach unserem ganz langen Spaziergang. Wir waren jetzt über 4 Stunden unterwegs, nur durch die Wälder und haben wirklich nur die Natur genossen. Und ich kann wirklich jedem sagen, das ist hier wirklich ein super klasse Wald. Der unterscheidet sich wirklich sehr von allen Wäldern, die ich bisher gesehen habe. Und das ist egal, ob ich jetzt von polnischen Wäldern rede oder von deutschen Wäldern. Man merkt einfach, dass das hier ein ganz alter Wald ist und hier das Leben auch ein bisschen anders ist, wie das, was ich vorher alles so gesehen habe. Man sieht auch einfach, wenn hier Bäume abfallen, die lassen die Bäume hier wirklich einfach liegen und verrotten, damit der Lebenskreislauf einfach die ganze Zeit am Leben bleibt. Und das ist einfach toll. Man sieht, die Leute, die respektieren hier die Natur. Und das ist hier ein ganz sauberer Wald. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, mal hier hinzukommen. Und ja, einfach mal ein paar Stunden mitzunehmen und einfach hier mal ein bisschen durch die Wälder zu laufen. Wenn wir jetzt hier auch noch mal auf wilde Tiere zurückkommen, wir haben jetzt keine getroffen. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, zum Glück haben wir keine getroffen oder schade, wir haben keine getroffen. Ich denke, das kann man von beiden Seiten betrachten. Wenn ich ehrlich bin, würde ich
gerne ein Tier sehen von weiter sicherer Entfernung. Aber wir haben natürlich auch die Warnhinweise, die Schilder, die hier waren, auch respektiert und auch haben wir uns natürlich dann Gebieten nicht genähert, wenn da schon dran stand, dass man sich das nicht nähern sollte aufgrund von Tieren oder ich weiß nicht anderen Gründen, um da auch einfach keine Störungen jetzt in das ganze System hier reinzubringen, weil das ist ja auch beschrieben, man soll nicht mal irgendeinen Ast abreißen, man soll die Pilze lassen, wie die sind, man soll alles so lassen, wie es ist. Und ich finde, das sollte man auch respektieren, wenn man dann hier schon eine so tolle Gegend kriegt, eine so tolle Möglichkeit hat, durch die Natur zu spazieren. Und das muss man dann auch wirklich respektieren und dann einfach auch wirklich so lassen, wie es ist. Und ja, wenn wir jetzt auch gerade noch mal von Pilze sprechen, kann ich hier mal zeigen, sogar hier haben wir jetzt sogar auch Pilze, die wären meiner Meinung nach vielleicht sogar genießbar oder auch nicht. Ne, ich glaube nicht. Ich vermute, dadurch, dass die hier unten dieses dunkle Netz haben. Ich denke dadurch, also man könnte die theoretisch essen, aber man würde sich jetzt dadurch jetzt auch, glaube ich, nicht vergiften. Trotzdem einfach stehen lassen, so ist das am besten. Jetzt noch mal ein paar abschließende Worte zu meinem Urlaub hier in Białowieża. Ja, also ich kann wirklich sagen, das ist hier ein super toller Ort, um seine Batterien neu aufzuladen, um sich ein bisschen zu erholen, um seine Gedanken ein bisschen neu zu sammeln. Das ist hier wirklich ein ganz ruhiger Ort, wo man spazieren gehen kann, wirklich mal, ich sage jetzt mal, eins mit der Natur sein kann. Man hat hier sehr schöne Wälder, wo man durch den Wald spazieren gehen kann, wirklich stundenlang. Man kann hier die Tiere teilweise hören. Also gestern Abend, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar Wölfe waren, die ich hier jaulen gehört habe, oder auch zum Beispiel Elche, die hier ihre Paarungsrufe machen. Auch Vögel, ganz viele Vogelarten sind hier. Und wer hier wirklich seine Ruhe haben möchte, der ist hier wirklich an der richtigen Adresse. Wir hatten jetzt zum Beispiel ein Apartment, was ich hier auch mal kurz zeigen kann. Wir können hier wirklich in den Wald hineinschauen und das ist hier wirklich ein ganz toller Ort. Also wirklich, wer in einer Großstadt wohnt, total in Staus seine größte Zeit verbringt oder irgendwo im Büro, der ist hier wirklich an der richtigen Adresse, um einfach nur mal den Kopf frei zu kriegen und einfach nur ein bisschen zu entspannen. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war mein Video zu Białowieża. Ich hoffe, dieses Format hat euch sehr gefallen. Wie am Anfang erwähnt, war es ein bisschen anders wie das, was man sonst von mir kennt, wenn ich im Urlaub bin. Ja, und ich kann das wirklich alles nur noch mal wiederholen. Ein wirklich Top-Ort, um seine Batterien wieder neu aufzuladen. Und ja, genau, das Apartment, was ihr da am Ende kurz gesehen habt, müsste vielleicht jetzt hier auch irgendwo aufgeleuchtet sein. Und ja, dann könnt ihr euch auch dieses Video angucken. Wenn es jetzt noch nicht aufgeleuchtet ist, wird es in Kürze auf jeden Fall entscheiden. Ist ein Top-Apartment, ist in einer Enklave. Ich verrate aber nicht so viel. Schaut euch auf jeden Fall das Video zum Apartment an. Und ja, dann an dieser Stelle sage ich auch nochmal danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.